Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Wir stehen in der 5. Fastenwoche, eine Woche, wo wir uns dem Palmsonntag entgegenwagen. Hinter mir das Kreuz, es ist verhüllt. Der Blick auf das Kreuz ist uns genommen, um es dann von Neuem zu entdecken. Aber die Zusage aus dem Eingangslied, ich bin hier, die Zusage Gottes an uns Menschen, ich bin da, ich bin bei dir, ich bin in deiner Freude, ich bin in deiner Trauer. Ich freue mich, dass wir miteinander wieder diesen abendlichen Gottesdienst hier aus der Wallfahrtskirche Maria Rhein feiern dürfen. Ich lade euch zu Hause ein, dass wir uns zum gemeinsamen Gebet zusammenschließen, dass wir uns getragen wissen aus dem Herzen alles christlichen Lebens, in der Feier der Eucharistie. In unsere Feier, da dürfen wir im Besonderen unsere lieben Verstorbenen mit hereinnehmen. Wir beten heute für Christian Malz und für all eure lieben Verstorbenen, an die ihr selbst gerade denkt. Gott, wir stehen da vor dir. Deine große Zusage, du bist bei uns, die gibt uns Kraft, die gibt uns Halt. Und vor allem dürfen wir erfahren, auch im heutigen Evangelium, wenn jemand am Boden liegt, dass du aufhilfst. Und so sind wir da mit unseren Fehlern und Schwächen und dürfen im Kyrie von Neuem erfahren, dass du uns an der Hand nimmst und dass du uns hilfst, von Neuem aufzustehen. Schweigen möchte ich, Herr, und auf dich warten. Schweigen möchte ich, Herr, schweigen möchte ich, damit ich verstehe, was in deiner Welt geschieht. Schweigen möchte ich, Herr, und auf dich warten. Schweigen möchte ich, Herr, schweigen möchte ich, damit ich den Dingen und Geschöpfen nahe bin. Schweigen möchte ich, Herr, und auf dich warten. Schweigen möchte ich, Herr, schweigen möchte ich, dass ich deine Stimme unter vielen Stimmen höre. Schweigen möchte ich, Herr, und auf dich warten. Schweigen möchte ich, Herr, schweigen möchte ich, und darüber staunen, dass du mein Gott für mich warst. Der barmherzige Gott, er erbarme sich unser, er lasse uns unsere Schwächen und Fehler nach, er nehme uns an der Hand und begleite uns auf dem Weg zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten.
Barmherziger Gott, in deinem Sohn hast du uns die Fülle des Segens geschenkt. Gib uns Kraft, unsere sündhaften Gewohnheiten abzulegen und in der neuen Wirklichkeit zu leben, damit einst die Herrlichkeit deines Reiches an uns offenbar wird. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Daniel. In jenen Tagen verurteilte die versammelte Gemeinde Susanna zum Tod. Da rief sie laut: Ewiger Gott, du kennst auch das Verborgene. Du weißt alles, noch bevor es geschieht. Du weißt auch, dass sie eine falsche Aussage gegen mich gemacht haben. Darum muss ich jetzt sterben, obwohl ich nichts von dem getan habe, was diese Menschen mir vorwerfen. Der Herr erhörte ihr Rufen. Als man sie zur Hinrichtung führte, erweckte Gott den Heiligen Geist in einem jungen Mann namens Daniel. Dieser rief laut: Ich bin unschuldig am Tod dieser Frau. Da wandten sich alle Leute nach ihm um und fragten ihn: Was soll das heißen, was du da gesagt hast? Er trat mitten unter sie und sagte: Seid ihr so töricht, ihr Söhne Israels? Ohne Verhör und ohne Prüfung der Beweise habt ihr eine Tochter Israels verurteilt. Kehrt zurück zum Ort des Gerichts. Denn diese Ältesten haben eine falsche Aussage gegen Susanna gemacht. Eilig kehrten alle Leute wieder um und die Ältesten sagten zu Daniel: Setz dich hier mitten unter uns und sag uns, was du zu sagen hast. Denn dir hat Gott den Vorsitz verliehen. Daniel sagte zu ihnen: Trennt diese beiden Männer, bringt sie weit auseinander. Ich will sie verhören. Als man sie voneinander getrennt hatte, rief er den einen von ihnen her und sagte zu ihm: In Schlechtigkeit bist du alt geworden, doch jetzt kommt die Strafe für die Sünden, die du bisher begangen hast. Ungerechte Urteile hast du gefällt, Schuldlose verurteilt, aber Schuldige freigesprochen. Und doch hat der Herr gesagt: Einen Schuldlosen und Gerechten sollst du nicht töten. Wenn du also diese Frau wirklich gesehen hast, dann sag uns, was für ein Baum war das, unter dem du die beiden zusammen gesehen hast? Er antwortete: Unter einer Zeder. Da sagte Daniel: Mit deiner Lüge hast du dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wird dich zerspalten. Schon hat er von Gott den Befehl dazu erhalten. Dann ließ er ihn wegbringen und befahl, den anderen vorzuführen. Zu ihm sagte er: Du Sohn Kanaans, nicht Judas, dich hat die Schönheit verführt, die Leidenschaft hat dein Herz verdorben. So konntet ihr an den Töchtern Israels handeln. Sie fürchteten sich und waren euch zu Willen. Aber die Tochter Judas hat eure Gemeinheit nicht geduldet. Nun sag mir, was für ein Baum war das, unter dem du die beiden ertappt hast? Er antwortete: Unter einer Eiche. Da sagte Daniel zu ihm: Mit deiner Lüge hast auch du dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wartet schon mit dem Schwert in der Hand, um dich mitten entzwei zu hauen.
so wird er euch beide vernichten. Da schrie die ganze Gemeinde laut auf und pries Gott, der alle rettet, die auf ihn hoffen. Dann erhoben sie sich gegen die beiden Ältesten, die Daniel durch ihre eigenen Worte als falsche Zeugen entlarvt hatte. Das Böse, das sie ihrem Nächsten hatten antun wollen, tat man nach dem Gesetz des Mose ihnen an. Man tötete sie. So wurde an jenem Tag unschuldiges Blut gerettet. Wort des lebendigen Gottes. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du füllst mir reichlich den Becher. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Lauter Güte und Huld werde mir folgen mein Leben lang, und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. So spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass er umkehrt auf seinem Weg und am Leben bleibt. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Der Herr sei mit euch. Und deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist,
werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort. Zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Familien, liebe Brüder und Schwestern, die ihr zu Hause versammelt seid im Gebet. Die heutigen Schriftstellen, sie berühren das Herz. Sie stimmen einerseits nachdenklich, aber im Wesentlichen haben sie eine heilende Botschaft für uns. Ob in der alttestamentlichen Lesung oder auch im Evangelium. Gott, er stellt sich uns vor als der Barmherzige, als der Liebende, bei dem wir Fehler machen dürfen und immer wieder Hilfe erfahren. Er, der uns an der Hand nimmt, der uns beim Aufstehen hilft, der uns zusagt, deine Schuld ist dir vergeben. Das, was es da natürlich braucht, ist das Herz, vor allem auch, dass ich mir bewusst bin, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich Gott auch bitte, dass er Kraft schenkt, um wieder aufzustehen. Ich schaue da auch auf das Bild des Kreuzweges. Hier in der Wallfahrtskirche wunderschöne Bilder zum Kreuzweg. Auch dort erleben wir, dass Jesus selbst unter der Last des Kreuzes fällt. Nicht nur einmal, sondern dreimal. Und unter dem Fallen, unter dem Kreuz, da zeigt er uns, was wir in Situationen tun dürfen, wo wir vom Leben erdrückt scheinen, wo wir niedergedrückt sind, wo wir niederfallen. Er hebt seinen Blick auf zum Himmel, zu Gott, und der schenkt Kraft zum Aufstehen, zum Weitergeben. Wenn wir dieses Bild hier anschauen von der Frau, sie wird so schnell verurteilt. Wie schnell verurteilen wir selbst oft andere, ohne das zu berücksichtigen, was uns in der alttestamentlichen Lesung begegnet, nämlich der Herr, der auf das Herz schaut und auch um das Verborgene weiß. Da sind wir von Neuem aufgerufen, nicht zu verurteilen, sondern dem anderen am Bild, am Beispiel Jesu helfen, aufzustehen. Wie schwer ist es oft, mit Fehlern dazustehen. Aber der um seine Fehler weiß, der hat die Chance zur Veränderung. Und gerade dort hinein begegnet uns Gott mit seiner grenzenlosen Liebe. Wie gut tut es, nach dem Sakrament der Beichte hinauszugehen, mit der Zusage, die Sünde ist vergeben, wieder ganz neu dastehen zu können.
so ein seelsorgliches Gespräch, das wirkt oft Wunder, wo ich dann auch als Priester erleben darf, wenn der andere befreit, erleichtert, erhobenen Hauptes wieder weggeht. Aber das darf ich nicht nur als Seelsorger, als Priester erfahren, sondern das kenne ich auch selbst, wenn ich mich mit meinem Beichtvater treffe und das aussprechen kann, was mir am Herzen liegt. Wie gut tut das dann nach so einem Gespräch, nach der Zusage, bei Gott dürfen wir neu beginnen. Er verzeiht. Wie gut tut es da, wieder zurückzugehen an den vertrauten Ort. So möchte ich euch alle mit den heutigen Schriftstellen einladen, sich so einen Moment der Stille zu schenken, einzutauchen in die eigene Lebenssituation, zu schauen, wo möchte ich Gott bitten, dass er mir verzeiht, wo möchte ich Gott bitten, dass er wandelt, dass er heilt und vor allem auch, wo gibt es Punkte in meinem Leben, die ich verändern möchte. Nutzen wir diese Zeit als Zeit der Gnade, als Zeit des Wandels, aber immer mit der Zusage Gottes an uns. Er ist da in allen Stunden unseres Lebens. Gott, so sind wir da vor dir. Im Kyrie-Lied hat es geheißen, schweigen möchte ich, Herr. Und so dürfen wir schweigen vor dir, o Gott, unser Herz öffnen und dir all das in die Hände legen, was in uns da ist, an Denken, an Fühlen, an Beten, an Ringen. Gott, diese Zeit der Stille, in der dürfen wir uns auch auf das Wandeln und Verwandeln in uns selbst vorbereiten. Wir bringen im Brot und Wein unsere Welt zu dir. Du schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Heil. Du siehst, Herr, wir wollen ihn preisen, sein ist die Erde und was auf ihr liegt. Seine Geschenke sind unsere Gaben. Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. Du schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Heil. Unsere Hände und Becher sind leer, mit Brot und Wein füllt sie der Herr. Denn er ist Gabe und Geber zugleich. Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. Du schenkst uns deine Gegenwart im österlichen Heil. Lasset uns beten. Herr,
Wir bringen die Gaben für die Feier des heiligen Opfers. Nimm auch die Frucht unserer Entsagung an und lass uns in der Freude eines geläuterten Herzens an deinen Altar treten. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und dein Geist, Erhebet die Herzen. wir haben sie verlernt. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist ewig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt. Deine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht. Im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahingab, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singe, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singe, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu sein und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus,
mit unserem Bischof Josef, mit allen Bischöfen, mit unseren Priestern und Diakonen, mit unseren Ordensleuten, Akolyten und Seminaristen, mit allen Frauen und Männern, die du zum Dienst in die Kirche und in die Gemeinschaft berufen hast. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten in besonderer Weise für Christian Malletz, für Rudolfine Engelmeier, die wir heute hier auf dem Friedhof beigesetzt haben, für alle lieben Verstorbenen, an die ihr gerade denkt und wo ihr euch verbunden ist. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander, für all unsere Anliegen, besonderen für unsere lieben Verstorbenen, das Gebet des Herrn sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Herr Jesus Christus, er ist seinen Jüngern mit der Zusage des Friedens begegnet. Diesen göttlichen Frieden, den dürfen wir auch in unserem Herzen tragen, miteinander teilen und vor allem miteinander leben. So sei der Friede des Herrn allezeit mit euch. Und mit deinem Geist schenken wir uns ein Zeichen der Zuneigung des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Christus, das gebrochene und gewandelte Brot, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Schuld der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Schenken wir uns einen Moment der Stille, in geistlicher Weise die Kommunion zu empfangen.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns durch die Gnade des heiligen Sakramentes gestärkt. Befreie uns von unseren falschen Neigungen, damit wir auf dem Weg der Nachfolge Christi dir immer näher kommen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich danke euch für das gemeinsame Gottesdienstfeiern, für die Verbundenheit in der Eucharistie und im Herzen. Ich darf herzlich einladen, morgen am Abend um 18 Uhr wieder gemeinsam den Gottesdienst hier aus der Wallfahrtskirche in Maria Rhein in Kärnten mitzufeiern. Für den heutigen Abend, da darf ich euch noch einen Gedanken mitgeben von Martin Gutl aus seinem Buch In vielen Herzen verankert. Du bist bei mir, du hörst mir zu, du nimmst mir die Angst, du schenkst mir Vertrauen. Was ich auch tue, du zeigst mir Verständnis. Schrei ich auch oft, du liebst mich nicht mehr. Du bleibst mir doch treu. Ob ich bete oder grüble, ob ich klage oder lobe, bitte oder danke, du bleibst bei mir näher, als mein Herz mir sein kann. In dieser Zusage der Nähe Gottes dürfen wir ihn um seinen Segen bitten. Der Herr sei mit euch. Die Fürsprache unserer Gnadenmutter hier in Maria Rhein segne, behüte, begleite und bestärke euch, eure Familien, alle Menschen, für die wir beten, die wir im Herzen tragen. Er, der Gott des Lebens und der Liebe, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben wir in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.